Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt und ich stehe jetzt heute ganz woanders, nicht bei mir, wo ich normalerweise drehe, denn ich habe heute einen Termin bei Skinflow. Das ist in München dauerhafte Haarentfernung mit Licht und da habe ich heute meinen ersten Behandlungstermin und ich bin schon total aufgeregt und freue mich riesig. Also es werden die Beine behandelt, Bikini-Zone und die Achseln werden bei mir dauerhaft haarfrei. Das sind mehrere Sitzungen. Und Skinflow ist ein eigenständiges Unternehmen. Gibt es zweimal in München und zwar einmal in Pasing, wo ich jetzt auch gerade stehe, einmal in Schwabing und dann gibt es noch eine Filiale in Dachau. Also es ist gut verteilt, für jeden gut erreichbar. Und es sind die Spezialisten für dauerhafte Haarentfernung. Deshalb habe ich mich auch entschieden, das hier zu machen. Und ich gehe jetzt nochmal rein und bin gespannt, wie es heute abläuft. Ich nehme euch mit und werde auch meine weiteren Fortschritte davon mit euch teilen und darüber berichten und euch immer wieder zu den Behandlungen mitnehmen. Also es wird eine größere Videoreihe. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und dann geht's los. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Ja, es ist schön, Sie hier zu haben. Das ist für uns auch eine Ehre. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die dauerhafte Haarentfernung entschieden haben. Danke, ich freue mich auch total. Sie haben sich bestimmt gefragt, was hinter unserem Unternehmen steht. Skinflow steht für ein Leben ohne lästige Härchen. Das heißt, dass alles, was man bis jetzt rasiert hat, wird auf die Seite gemacht, beziehungsweise der Rasier wird auf die Seite gemacht und Sie werden ein Leben ohne Rasieren, ohne Zupfen, einfach mal eine schöne glatte Haut erleben. Ist es das, was Sie sich wünschen? Ja, auf jeden Fall. Jeder wünscht sich das lästige Rasieren einfach wegzulassen. Ja. Also das ist... Genau, und deswegen sind auch viele Kunden bei uns, die auch sehr gerne empfehlen, weil die Leute einfach wirklich zufrieden sind und glücklich sind und mit diesem Problem hergekommen sind und sie haben dann gemerkt, wow, es geht wirklich. Mit unseren medizinischen Geräten setzen wir das Impulslicht der zweiten Generation von Elipse. Unsere Geräte sind klinisch getestet. Das heißt, wir sind auf dem aktuellsten Stand und die Ergebnisse sind schon beim ersten Mal deutlich zu merken. Man verliert beim ersten Mal 10 bis 15% der Haare, die erfolgreich getroffen worden sind. Und diese Methode ist sehr schonend. Das heißt, man erlebt keine Verrötung, die Haut wird immer schöner, immer weicher und die Haare verschwinden. Man erlebt auch eine wunderschöne glatte Zeit in den Zykluszeiten. Das heißt, nach der Behandlung kommt dann eine Zeit, wo man einfach das Gefühl hat, ich brauche keine Behandlung mehr. Aber natürlich hat jedes Haar ein eigenes Zyklus und wir versuchen natürlich, wenn die Haare kommen, dann die Behandlung zu machen und damit der Erfolg kommt. Also das heißt, an mehrere Behandlungen brauchen wir, dass immer in einem Zyklus die Haare behandelt werden? Genau, jedes Haar hat ein eigenes Zyklus und jeder Körperbereich auch. Ja, wir haben den Kopfbereich, Gesichtsbereich haben wir 4 Wochen, in den Rumpfbereich haben wir 8 Wochen und in den Beinen 12 Wochen. Das heißt, wenn Sie die Beine heute behandeln, werden Sie schöne 12 Wochen Zeit, glatte Haut erleben. Oh, wow. Das ist toll. Genauso werden die Bikini- und Achselbereich, das sind dann 8 Wochen. Sie merken schon nach 7 Tagen, dass die Haut schön ist und dass Sie einfach den Rasier auf die Seite legen und nicht mehr brauchen. Das ist super, ich freue mich. Wir sind ein eigenständiges Unternehmen und wir sind alle geschult. Wir werden auch jährlich geschult und geprüft, dass alles bei uns einfach in eine Linie läuft und dass wir immer die besten Ergebnisse für den Kunden haben. Jetzt liege ich hier auf dem Stuhl und es geht gleich los. Wir fangen mit den Achseln heute an. Leo, haben Sie drauf? Ja. Liegen Sie gut. Ja. Ja? Sehr bequem. Dankeschön. Das ist wichtig. Genau, wir markieren jetzt den behandelten Bereich. Das heißt, der Stift ist verantwortlich, dass das Licht auf dem Bereich bleibt und nicht weiter an anderen Arealen oder Bereichen verteilt wird. Hier sind wir ein kleiner Muttermal, das decken wir ab. Muttermale werden von uns geschont. Und jetzt gehe ich ganz leicht drüber. Das sind einige unterschiedliche Härchen. Wir legen das Gel drauf. Es wird kühl.
Und dann würde ich sagen, wir starten. Wie fühlt es sich an? Ja, leicht warm. Und ansonsten, also eigentlich kann ich nur sagen, leicht warm. Genau. Ich sehe ein rotes Licht. Impuls, Lichtimpuls zu leuchten. Das ist es aber auch schon. Sonst eigentlich gar nichts. Ich bin echt überrascht. Oh mein Gott. Ich habe das wirklich anders erwartet. Sehr cool. Wir arbeiten mit einer Skala von 1 bis 10. 1, Sie spüren gar nichts. Und 10, Sie halten das nicht aus. Welche Skala wäre das jetzt? Das ist, jeder Impuls ist unterschiedlich gewesen. Manche waren vielleicht Stufe 3, andere Stufe 1. Sehr schön. Ja. Aber einfach echt nur warm eigentlich. Und das war's dann. Das war's jetzt. Diese Achsel ist schon Die Achsel ist schon echt. Ja. Cool. Das war jetzt übrigens Echtzeit, Leute. 3 Minuten 57. Ich jetzt haarfrei. Jetzt. Erstmal. Ja, für Wow. die nächsten 8 Wochen. In 7 Wochen ungefähr kommen die Haare wieder. Diejenigen natürlich, die überlebt haben. 10 bis 15% ist jetzt damit erreicht. Cool. Aber trotzdem erlebt man jetzt eine schöne glatte Phase. Das heißt, man hat das Gefühl, man braucht nicht mehr rasieren. Und erst ungefähr in 7 Wochen merkt man, okay, jetzt kommen die Haare. Jetzt tue ich ein bisschen Aloe Vera drauf. Das beruhigt die Haut, entspannt die Haut und vermeidet, dass da Wärme bleibt. Okay. Aber ich spüre jetzt echt, also auch gar nichts eigentlich. Also gar nichts. Nicht mal Hitze oder so. Nein. Nein, ich spüre gar nichts. Sehr Fühlt sich gut an. Normalerweise, also je weniger Impulse wir verwenden, umso weniger Sensoren schalten sich ein im Kopf. Deswegen ist es keine Empfindlichkeit da. Okay. Fläche ist größer sozusagen von dem Saphir. Das heißt, man verwendet in weniger Zeit, also man trifft eine größere Fläche. Wie fühlt es sich an? Sehr gut. Stufe 1. Sehr gut. Wobei es ist schon echt unterschiedlich. Also in der Mitte von der Achsel, das ist dann Stufe 3 oder so. Genau. Da wird es wärmer ein bisschen. Richtig. Da befinden sich natürlich die meisten Haare. Und noch dazu ist ja die Achselhöhle. Das heißt, es geht ein bisschen tiefer, langsamer. Ne? Wenn der Widerstand sofort ist, ist es auch aber im Bikini anders. Wenn der Widerstand sofort ist, dann ist er ein bisschen empfindlich. Jetzt nehmen Sie das Gel ab, gell? Genau. Und dann reinigen wir den Bereich. Und man erlebt jetzt sozusagen einen Ausfall, die Haare kommen raus. Und erst dann in ungefähr 7 Tagen merkt man, okay, jetzt sind sie weg. Manche Kunden erzählen sogar, dass die Haare an den Klamotten hängen bleiben. Ne? Okay. Also sie sehen sie. Und andere nicht, das ist unterschiedlich. Aber auch wenn man es nicht merkt, auf einmal braucht man nicht rasieren, einige Wochen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind jetzt im Bikini-Bereich angekommen. Ich werde euch das jetzt nicht so detailliert zeigen, aber es läuft ja genauso ab wie bei den Achseln auch. Also Achseln- und Bikini-Bereich ist jetzt schon gemacht und jetzt kommen wir zu den Beinen. Bei mir machen wir jetzt, weil ich an den Beinen wirklich sehr helle Haare habe, das ist bei den anderen Bereichen ein bisschen dunkler, machen wir ohne Knie. Also wirklich nur quasi den Unterschenkel, da sind die Haare sowieso dicker, mehr und dunkler auch. Erstmal machen wir so eine Reinigung für die Beine, das heißt, dass da keine Creme mehr drauf ist, dass die Haut einfach schön sauber ist und vorbereitet. 1, 2, 1, 2, 3. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No
stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Ich finde jetzt trocken, nur um sicher zu sein, dass die Haare schön und immer in Wachstumsrichtung, ja? Damit die Haut schon bleibt und auch ein bisschen von der Haarspitze noch zu sehen ist. Der erste Bereich fangen wir an. Es wird kühl. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Fast gar nicht. Also hier spüre ich jetzt echt nur ein bisschen Wärme, aber viel weniger. Genau. Ja, die meisten Kunden während der Beinbehandlung, die schlafen dann einfach ein. Ne? Ja. Das ist so der richtige Moment, zu entspannen. Es ist wirklich sehr angenehm. Wobei ich hier ab und zu, nicht jedes Mal, aber ein kleines Pieken spüre. Ganz vereinzelt. Also es war jetzt eigentlich nur zweimal. Und werden die Haare jetzt dann direkt ausfallen, jetzt an den Beinen? Und werden die dann direkt glatt sein, oder wie ist das? Also die an den Bikini- und Achselbereich fängt jetzt eine Ausfallphase, das heißt die Haare kommen erst in den nächsten 10 Tagen weg. Ja? Das heißt, man erlebt nicht sofort jetzt dieses Gefühl von glatte Haut, aber das gehört dazu, zu dem Zyklus, dass die Haare einfach langsam ausfallen, die Haarwurzel lässt die Haare los und dann kommt die glatte Phase. Im Bikini- und Achselbereich ist es eher ein bisschen schneller, also man merkt es auch sofort, auch in den nächsten 7 Tagen. Und an den Beinen dauert es ungefähr 2 Wochen, bis es dann man merkt, dass es wirklich jetzt eine glatte Phase kommt. So, meine erste Skinflow Haarentfernungsbehandlung ist jetzt rum. Also die ganze Behandlung hat ca. 1,5 Stunden gedauert und beim allerersten Termin, da macht man dann immer alle Körperbereiche auf einmal, die man sich halt ausgesucht hat. Ich habe mich, wie gesagt, für Achseln, Bikinizone und Unterschenkel entschieden. Oberschenkel gehen bei mir nicht. Das würde wahrscheinlich nicht zu so guten Ergebnissen führen, weil ich da wirklich sehr, sehr dünne und super weiße, helle Haare habe. Also das heißt, je heller sie sind, desto unsicherer ist dann auch ein Erfolg. Also man braucht schon das Melanin, also den Farbstoff in den Haaren, dass das funktionieren kann, dieses Verfahren. Diese 3 Bereiche hat sie eben heute bei mir behandelt, das habt ihr ja gerade gesehen. Es war so angenehm, ich bin jetzt so entspannt, wie wenn ich aus dem Wellness komme, ohne Schmarrn. Es war wirklich schön. Es fühlt sich alles gut an und meine Haut war überhaupt nicht gerötet. Normalerweise, außer an den Achseln, weil wir das Deo wegschrubbeln mussten. Das Rexona hält immer so fest. Da bin ich echt empfindlich. Ich habe super empfindliche Haut. Aber tatsächlich überhaupt nicht gerötet, gar nichts. Und das soll auch nicht so sein. Und ja, ich bin durch und durch positiv überrascht. Jetzt bin ich natürlich einfach nur gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wie sich mein Haarwuchs entwickelt. Also sie hat gesagt, ich werde jetzt erstmal eine super schöne glatte Zeit erleben, weil die Haare jetzt irgendwie nach und nach ausfallen. Erstmal werden Stoppeln nachwachsen, aber dann werden diese Haare abgestoßen, die werden ausfallen und dann wird man so glatt sein und ich freue mich. Und wenn ihr da auch gespannt drauf seid, wie sich mein Haarwuchs weiterentwickelt, dann abonniert mich gleich jetzt und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde euch öfters Update-Videos posten, auf jeden Fall bei der nächsten Behandlung werdet ihr danach nochmal ein neues Video bekommen und ich werde nochmal was erzählen und wie sich es beim zweiten Mal anfühlt und wie der Fortschritt ist und so weiter und so fort. Also abonniert mich, vergesst es nicht. Daumen hoch für dieses Video. Schreibt mir doch bitte jetzt mal in die Kommentare, habt ihr schon mal an so eine Haarentfernung gedacht? Dauerhafte
Habt ihr es vielleicht schon mal gemacht? Alle Gedanken dazu, es interessiert mich sehr. Lasst uns eine kleine Diskussion starten darüber. Oder findet ihr es total doof oder total gut, dass ich das mache? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich bin da sehr neugierig und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!